Herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video konstruieren wir Schritt für Schritt eine Gelenkglocke in SolidWorks. Dabei lernen Sie nicht nur den Aufbau dieses interessanten Bauteils kennen, sondern auch zahlreiche Funktionen, die Sie in vielen anderen Konstruktionen wiederverwenden können. Von der Grundgeometrie über Rotations- und Schnittfunktionen bis hin zu Mustern und Phasen zeige ich Ihnen den kompletten Konstruktionsablauf. Egal, ob Sie Ihre SolidWorks-Kenntnisse erweitern oder einfach Spaß an anspruchsvollen Übungsmodellen haben, dieses Projekt bietet die ideale Gelegenheit, Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Wenn Ihnen das Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abonnement meines Kanals. Weitere SolidWorks-Tutorials, Videokurse und Schulungen finden Sie außerdem auf abi-schulungen.de. Und jetzt starten wir mit der Konstruktion der Gelenkglocke. Da die Gelenkglocke ein Drehteil ist, habe ich auf der Ebene vorne die Skizze für die Gelenkglocke erstellt. Sie können diese nachzeichnen. Eine technische Zeichnung ist ja auch auf der vorherigen Folie beigefügt. Im Normalfall würde ich den Gewindefreistich in einem separaten Feature erstellen. Für dieses Video habe ich aber die komplette Skizze in einem Schritt erzeugt. Ich verlasse die Skizze und erstelle von unserem Profil ein Aufsatz Basis rotiert. Wir haben nun die Außenkontur erstellt. Jetzt müssen wir den inneren Bereich erzeugen. Das sind die sogenannten Kugelbahnen. Für die Kugelbahnen müssen wir mit dem Befehl ausgetragener Schnitt arbeiten. Wir müssen uns also ein Profil zeichnen, in dem Fall ein Kreisprofil und eine Bahn, das ist hier diese Kurve. Und dieses Kreisprofil werden wir dann an dieser Kurve herausschneiden. Wichtig ist, wir brauchen dafür eine Ebene, auf der wir dann dieses Profil erzeugen können. Ich erstelle dazu auf der Ebene vorne eine neue Skizze. Über den Befehl Schnittkurve projiziere ich mir die 45-Grad-Linie in die vorhandene Skizze und aus der unteren schrägen Linie mache ich ein Konstruktionselement. Dann können wir die Skizze verlassen. Als nächstes erstellen wir uns eine Ebene, die tangential zur angezeigten Fläche und deckungsgleich zur Linie liegt. Auf der eben erzeugten Ebene erstellen wir eine neue Skizze. Wir zeichnen einen Kreis mit einem Durchmesser von 17 mm. Diesen Kreis setzen wir tangential an die obere Kreiskante. Da unser Kreis noch beweglich ist, müssen wir den Mittelpunkt mit unserem Ursprungspunkt vertikal setzen. Nun können wir die Skizze verlassen. Jetzt müssen wir noch die Fahrtkurve erstellen. Wir erzeugen dazu auf der Ebene vorne eine Skizze und zeichnen einen Dreipunktbogen mit einem Radius von 36,2 mm.
Danach können wir die Skizze beenden. Jetzt erstellen wir einen ausgetragenen Schnitt. Zum Schluss erzeugen wir das Kreismuster. Wir brauchen diese Kugelbahn 6-mal verteilt auf 360 Grad. Da meine Gelenkglocke nicht so glücklich liegt, möchte ich Ihnen zeigen, wie man sich eine neue Ansicht erstellen kann. Ich gehe dazu mit meinem Mauszeiger auf die Y-Achse des Koordinatensymbols. Ich lasse die Alt-Taste gedrückt und durch Klicken auf die Y-Achse kann ich meine Gelenkglocke so lange drehen, bis sie die richtige Lage hat. Danach kann ich über die Ansichten mir eine neue benutzerdefinierte Ansicht erstellen, auf die ich immer wieder zurückgreifen kann, auch auf der technischen Zeichnung. Als nächstes werden wir über das Abrollmenü Einfügen, Beschriftungen ein Außengewinde auf die Gelenkglocke mit den entsprechenden Einstellungen legen. Jetzt haben wir hier noch die DIN 5481. Diese beschreibt Passverzahnungen mit Kerbflanken, ist also eine spezielle Verzahnung zur Verbindung von Wellen und Narben. Wir werden uns also eine Ebene erstellen. Auf dieser Ebene werden wir eine Zahnflanke erzeugen, diese herausschneiden und dann 23 Mal mit Hilfe eines Kreismusters vervielfältigen. Zuerst werden wir uns eine Ebene im Abstand von 32 Millimetern erzeugen. Auf dieser erstellten Ebene erstellen wir dann eine Skizze. Wir übernehmen die Kreiskante in die Skizze und zeichnen das Profil. Ich verwende hier das dynamische Spiegeln. Bemaßen Sie die Skizze
Nun können wir die Skizze verlassen. Wir erzeugen einen linear ausgetragenen Schnitt bis nächste. Im Anschluss erzeugen wir ein Kreismuster mit 23 Elementen. Zum Abschluss müssen noch die verschiedenen Phasen angebracht werden. Was noch fehlt, ist eine Verrundung. Ich gehe dazu auf den Befehl Verrundung, gebe als Größe 5 mm ein, klicke hier auf diese Kante und bestätige den Befehl mit OK. Nun vergeben wir noch das Material PVC Hart. Wir sind fertig. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und Sie konnten einiges mitnehmen. Bis zum nächsten Mal.